Linus Simplify ist eine Lösung zur automatischen Vereinfachung von SolidWorks 3D-Modellen. Vereinfachte Modelle werden aus verschiedenen Gründen benötigt: zur Leistungssteigerung durch Datenreduktion, zum Erstellen von Layouts, Web- und VR-Grafiken, aber auch zum Verbergen von konstruktiven Details, um ihr geistiges Eigentum zu schützen. In diesem Szenario vereinfachen wir eine Baugruppe, um sie für die Layout-Erstellung wiederzuverwenden. Unser Ziel ist es, die Leistung zu steigern und das detaillierte Modell gegen das vereinfachte Modell auszutauschen. Dafür entfernen wir unnötige Komponenten und Funktionen. Die Ausgabedatei ist nur noch eine Baugruppendatei mit virtuellen Komponenten. Wir wollen diese Baugruppe hier vereinfachen. Sie enthält verschiedene Typen von Komponenten, wie etwa Schweißteile, Toolbox-Komponenten und Blechmodelle sowie Partnerverknüpfungen, die wir beibehalten möchten. Um den Vereinfachungsprozess zu beginnen, starten wir Linus Simplify im SolidWorks-Menü. Doch zunächst hier zu den Einstellungen. Zunächst in den globalen Einstellungen haben wir die Möglichkeit, den Vereinfachungsfaktor festzulegen, gegebenenfalls Konfigurationen auszuwählen oder Präfix oder Suffix für die Ausgabedatei festzulegen. Ferner können wir wählen, ob wir die Datei als Parasolid ausgeben wollen oder auch als Step-Datei. Dann geht es um die Baugruppen. Hier können wir sagen, dass Komponenten aufgrund ihres Volumens mehr oder weniger quasi unterdrückt werden sollen, ob Mates erhalten werden sollen, ob wir Toolbox-Komponenten unterdrücken wollen, auch hier wieder in Abhängigkeit von der Größe etwa. Oder wir können innere Komponenten, also nicht sichtbare Komponenten unterdrücken. Wir können die Baugruppe als Part speichern. Und es frei zu definierende Aktionen erlauben es uns, Komponenten anhand des Dateinamens, einer Dateieigenschaft oder dem Namen des Auswahlsets zu löschen oder beizubehalten. Dabei werden auch Platzhalter in den eingegebenen Werten unterstützt. Und hier unten sind wir in der Lage, Komponenten auch manuell auszuwählen, etwa Komponenten, die hier erhalten werden sollen oder rechts, die wir löschen möchten. Ja, dann gibt es noch weiter oben den Reiter Parts, Teile, wo wir in der Lage sind, wiederum auszuwählen, ob wir zum Beispiel Features komplett unterdrücken wollen, also quasi dumme Körper zu erstellen, ob wir Features aufgrund ihres Volumens mehr oder weniger unterdrücken wollen, ob wir Flächen von Schweißmodellen unterdrücken wollen, ob wir eventuell Radien vielleicht von zum Beispiel Blechteilen unterdrücken wollen und ob wir Bohrungen unterdrücken wollen. Alle diese Einstellungen wirken sich auch auf importierte Geometrien aus. Bedingte Selektionen ermöglichen uns, Features anhand ihres Namens oder des Auswahlsets zu löschen, zu erhalten oder aufzulösen. Auch hier wieder mit der Möglichkeit, Wildcards zu verwenden. So, wenn alle Einstellungen gemacht sind, gehen wir hier raus und können den Vereinfachungsprozess starten. Wir werden zunächst noch aufgefordert, diese Einstellungen im SolidWorks-Modell zu speichern. Das ermöglicht uns später, Modelle auszutauschen und neu zu laden. Hier sind wir jetzt schon direkt im Ergebnis. Bevor wir aber das Ergebnis uns genauer anschauen, wollen wir zunächst einmal schauen, welche Dateien hier erzeugt wurden in diesem Lauf. Wir sehen unter anderem also die vereinfachte Baugruppe und auch eine PDF-Datei, die immer mit erzeugt wird. Das ist der Simplification Report, der uns Auskunft darüber gibt, wie lange der Prozess gedauert hat, wie groß die Dateien vorher und nachher sind oder etwa hier, wie viel Grafikdreiecke wir eingespart haben. Also hier immerhin 90%, das ist recht wichtig für die Performance, oder die Anzahl der Bodies, die wurde auf 72% reduziert, oder hier die Faces oder auch die Anzahl der Komponenten. Wie gesagt, das wird immer automatisch mit erstellt. Wir kehren nochmal zurück zu unserem eigentlichen Ergebnis und wir sind immer in der Lage, auch das Originalfile zu öffnen vom Vereinfachten aus, also die kennen sich. Und jetzt wollen wir das mal nebeneinander setzen, hier in zwei verschiedenen Fenstern, um etwas genauer die Unterschiede betrachten zu können. Ja, wir zoomen mal da rein und sehen eigentlich sehr schön, was hier alles geschehen ist, etwa hier am Gestänge, wo alle möglichen Radien und Innereien
entfernt wurden, oder wenn wir uns dieses Blechteil genauer anschauen, stellen wir fest, dass auch hier die Blechradien entfernt wurden und, wie wir auch rechts unschwer feststellen können, wurden sämtliche Toolbox-Komponenten entfernt. Also eine erhebliche Änderung, und trotzdem sieht es ziemlich so aus wie das Originalfile. Aber kehren wir zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe, denn wir wollten ja hier innerhalb von unserem Layout die komplexe Baugruppe, wie sie im Augenblick hier noch eingebaut ist, austauschen. Wir sehen, die komplexe Baugruppe hat Verknüpfungen auf andere Komponenten, und jetzt geht es darum, diese auszutauschen, indem wir sagen Replace with Simplified. Das heißt, wir erhalten jetzt die vereinfachte Baugruppe. Das geht zum einen sehr schnell, und zum anderen ist der schöne Effekt, dass wir sehen, dass alle Verknüpfungen zu angrenzenden Komponenten nach wie vor hier erhalten sind. Ja, wir haben die Möglichkeit, immer wieder auch zurückzugehen über das Simplify-Menü und können immer noch sagen, geh wieder auf die Originaldatei zurück. Wir machen es nochmal. Oder aus der Originaldatei wiederum können wir öffnen die vereinfachte Baugruppe. All diese Möglichkeiten haben wir ständig. Das heißt, wir können ständig hin und her wechseln, wie wir das wollen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte klicken Sie auf Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat.